Dritter Tag. Guten Morgen allerseits. Ich habe die Nacht die Tankstelle verlassen, weil dort kamen immer mehr LKWs, immer mehr und parkten mich komplett zu. Und als ich so gegen früh 2:30 Uhr munter geworden bin, hatte ich schon Schwierigkeiten überhaupt meine Parkbuchte irgendwie zu verlassen. Da bin ich jetzt von 2:30 Uhr etwa bis 3:30 Uhr knapp 100 Kilometer gefahren. Und jetzt stehe ich hier irgendwo an der Straße und habe noch ein paar Stündchen geschlafen. Und jetzt geht's weiter. Ja, es gibt nicht viel Aufregendes zu sehen. Ich fahre jetzt wieder hunderte Kilometer stur geradeaus. Der Himmel ist ein bisschen trübe, weil es ist Schneefall angesagt, starker Schneefall und starker Wind bis 18 Meter pro Sekunde. Meine Frontscheibe ist ein bisschen eingeschmutzt, die kann ich leider nicht mit der Wischwaschanlage reinigen. Bei aktuell minus 29 Grad ist die mir einfach eingefroren. Der Waschanlagenzusatz, den ich gekauft habe, der geht nur bis minus 20 und es gab auch keinen anderen. Bei uns gibt es ja 3 Temperaturklassen, minus 20, minus 40, minus 60. Ja, und die anderen waren ausverkauft. Ist mir bei den Temperaturen auch klar, dass das die Leute alle weggekauft haben. Deswegen muss ich jetzt so weiterfahren. Ich hoffe, dass das durch die Motorwärme wieder auftaut. Meistens klappt es. Dann funktioniert es irgendwann wieder. Nach ein paar Kilometern ist die aufgetaut. Und dann ist alles wieder normal. Bisher habe ich Glück. Die Lüfter sind nicht wieder eingefroren. Weil ich bin die Nacht noch ein paar Stunden gefahren. Ein bisschen. Ein paar 130 Kilometer gefahren. Dann habe ich noch ein langes Schläfchen gemacht. Und jetzt geht es ewig weiter. Immer ewig geradeaus und nichts zu sehen. Außer LKWs. Und vor mir fährt ein Mongole mit gelbem Nummernschild. Und da so viele mir immer entgegenkommen, habe ich auch keine Lust zu überholen. Also, bis später. Wenn ich angekommen bin im Dörfchen, ich werde euch noch auf die Reise mitnehmen am 4. Tag morgen. Wenn ich angekommen bin im Dörfchen, vielleicht muss ich gucken, wie viel Zeit ich habe, wie viel Freizeit. Weil ich muss einen Anhänger abholen in der Stadt, ich muss auch eine Stadtbürokratie machen, ich muss Brennholz und Kohle organisieren und wegen Wasser und Strom anmelden, Telefon, Internet anmelden und habe noch andere bürokratische Gänge vor mir. Das wird stressig, die ersten 4-5 Wochen werde ich stressig wegen den neuen Jobs. Und dem allgemeinen Einleben dort im Häusl ist auch was zu tun, viele Vorbereitungssachen. Unsere ganze Wäsche, unser ganzer Hab und Gut, alles einräumen, alles sortieren. Ich glaube nicht, dass ich viel Freizeit werde haben. Also deswegen, seid mir nicht böse, nehmt mir es nicht übel, wenn ich dann nicht viel Zeit habe für viele Videos. Ich werde mir Mühe geben, aber ich versprechen kann ich es nicht. So, Juri hat mal nachgeschaut bei YouTube. Interessante Fragen, Kommentare, die ich beantworten könnte. Ich versuche es mal. Also eine Frage war, was arbeiten die Leute in Sibirien, wenn es hier bei uns so arschkalt ist? Gibt es da auch sowas wie Arbeitsamtgeld? Nein. Hier arbeiten extrem viele Saison, das heißt vom Frühjahr, sobald der Frost, das Eis und der Schnee weg sind, bis Spätherbst, bis Anfang Winter und sind dann in den Wintermonaten einfach zu Hause. Viele leben auch in abgeschiedenen Dörfern, die fahren sozusagen auf Wachter, nennt sich das hier. Die fahren dann die Saison von zu Hause weg, an einen entfernten Ort, arbeiten dort und kehren dann über die Wintermonate wieder nach Hause. Die andere Möglichkeit ist, man arbeitet im staatlichen System, so wie ich es gemacht habe, in Kroatien. Dort hatte ich Arbeit für das ganze Jahr komplett, da gab es keine Saison. Und als Elektriker hast du sowieso immer Arbeit. Also es ist auch sehr berufsabhängig, was du für einen Beruf hast. Ob du das ganze Jahr komplett einen Volltime-Job hast oder ob du Saison arbeiten musst. Natürlich die im Berg- und Tiefbau oder in den Wäldern Holz oder nach Bodenschätzen suchen und andere Gewerke. Auf dem Bau ist auch klar. Auf dem Bau die arbeiten wirklich nur Saison. Da geht ja im Winter gar nichts. Im Winter steht hier alles still. Weil
weil du hast hier Temperaturen bis, was habe ich jetzt gelesen im Chat von Morazen, von meinen Bekannten, Temperaturrekord minus 55 Grad. Stellt euch mal vor, ihr müsstet bei minus 55 Grad draußen arbeiten auf der Baustelle. Vergesst es. Euch friert alles ein. Und auch die Geräte und alles andere. Und wenn der Boden so steinhart gefroren ist wie Beton, was willst du da machen? Deswegen, ich hoffe, damit die Frage beantwortet zu haben, ausreichend. Eine weitere Frage bezieht sich auf die 10 Tage in Russland fahren können ohne Kennzeichen am Auto. Dazu habe ich mich versucht, schlau zu machen, so weit wie möglich. Also so weit wie ich weiß, und ich habe das auch so gemacht, als ich ohne Kennzeichen gefahren bin. Ich habe am Kauftag des Fahrzeugs, und zwar mit der Fahrgestellnummer des Autos, die Versicherung abgeschlossen. Hier in Russland schließt man die Versicherung allgemein über die Fahrgestellnummer und über die Fahrzeugdaten ab. Das Kennzeichen ist für die Versicherung nicht wichtig. Das Feld bleibt in dem Moment leer und du musst nach 10 Tagen, wenn du dein neues Kennzeichen bekommen hast, dieses einfach nachreichen, die Daten nachreichen der Versicherung. Hier gibt es keine Papiere bei den Versicherungen, also ich habe noch nie ein Stück Papier gehabt. Das läuft hier alles online. Ich habe meine Versicherung online abgeschlossen bei meiner Hausbank WTB. Habe dort noch einen fetten Prozentsatz bekommen an Rabatt. Als ich den Volga angemeldet hatte, hatte ich ein fremdes Kennzeichen. Natürlich habe ich das angegeben, habe aber angegeben, dass ich das Fahrzeug auf meinen Namen ummelden werde. Da haben sie das Feld automatisch freigelassen und ich habe das einfach nachgereicht. Fertig. Und somit ist das Auto in dem Moment, wo du es kaufst und du online die Versicherung abgeschlossen hast, automatisch sofort auf dich versichert und du bist verantwortlich und natürlich deine Rabattsätze steigen, wenn du einen Unfall baust, ist klar. Also, soweit wie ich das verstanden habe, so funktioniert das hier bei uns in Russland. Natürlich gibt es auch Leute, die keine abschließen. Die sind dann privathaftend. Und das kann teuer werden. Also das Risiko möchte ich nicht eingehen. So, die nächste Stunde ist rum. Die Sonne kam nun endlich mal richtig raus. Aber das Wetter ist immer noch trübe wegen Schnee. Bis jetzt habe ich Glück. Noch kein Schneesturm in Anflug. Das Einzige, was ich habe starken Seitenwind. Aber damit kann ich leben. Und ansonsten einfach immer nur Straße, viel Schnee und Wald. Mehr sehe ich hier nicht. Das über hunderte Kilometer. Nur selten kommt hier mal ein Haltepunkt. Die nächste Tankstelle ist in 120 Kilometern. Aber mein Benzin reicht noch. Und bis Novosibirsk habe ich jetzt noch etwa 230 Kilometer. Also werde ich in etwa 3,5 Stunden bei der aktuellen Geschwindigkeit in Novosibirsk ankommen. Und dort ist Pause. Ortszeit hier etwa 11:30 Uhr. Hier ist ein riesiger LKW-Parkplatz. Als ich ankam, war alles voll. Der Imbiss war voll besetzt, dass ich drin nicht filmen konnte. Und jetzt sind sie in der letzten halben Stunde sind die alle aufgebrochen auf die Reise. Da steht unser Lader und ich war in dem Imbiss Horizont in der Sakusotschnaja. War ganz lecker. Die kriegen gerade neue Ware. Das ist alles vorhanden, was man braucht. Ich bin jetzt etwa 200 Kilometer, knapp, ein bisschen weniger, vor Novosibirsk. So, der Motor ist aus. Keine Sorge, die Katzen frieren so schnell nicht. Tesla macht Kontrolle. Was macht Härchen da draußen? Weil ich muss jetzt den Deckel wechseln vom Kühler. Und das geht bekanntlich, wenn der Motor heiß ist, sehr schlecht. Weil bei dem ist die Dichtung hinüber. Ja, Kühlmittelstand ist okay. Geht so. Na. Jetzt muss ich mal das Handy weglegen. Der neue geht wieder so schwer, dass man es kaum machen kann.
Ui. So, entschuldigt, erledigt. Da sitzt er, weil das hat angefangen zu tropfen, weil die Dichtung hinüber ist. Und die Dichtung kriegt man einfach nicht einzeln, blöderweise. Ja, den Alt werde ich mal aufheben. Wer weiß, wozu es gut ist. Jetzt ist alles hier in Ordnung. Motoröl habe ich schon geprüft. Und jetzt geht's ab. Ach Tesla, ich wollte... ich sage mal... Ich kann noch nicht weiterfahren, weil Tesla hat Schmusestunde. Er muss jetzt gerade an mir rumschmieren und das Handy fressen. Ach, Dicker. Ja. Ja, Tesla, wann darf ich weiterfahren? Ha? Können wir weiterfahren? Können wir weiterfahren? Ja. Ja, lecker. Das ist auch immer so Tagesprogramm. Wenn ich anhalte, ist Anstellen bei Papa zum Schmusen und Streicheln. Ja, wie fing der ganze Spaß an? Wir waren zu Hause 2 Monate, haben in allen Internetportalen, die wir kennen, gibt es mehrere in Russland, gesucht. Und zwar für beide Varianten: Haus mieten, Haus kaufen. Natürlich haben wir massig viele Angebote gefunden, extrem viele. Auch in der Region, die wir uns ausgesucht haben, wo ich jetzt hinfahre. Da gingen die Mietpreise von dem Haus von 5.000 Rubel, was aber den Anschein hatte wie eine Abbruchhütte eher, wo ich nicht unbedingt drin wohnen wollte, bis 35.000, 40.000 pro Monat. Und viele Telefonate geführt, wirklich viele, wir alle beide, Jana und ich. Und mit dem Ergebnis, es lohnt sich nicht. Die Bedingungen, ein Haus zu mieten oder eine Wohnung in der Stadt, dann wären die Entfernungen zu groß gewesen, entweder in die Stadt, die Entfernung zurück zum Einkaufen, für die lebenswichtigen Dinge, oder zur Arbeit, viel zu weit. Wir haben speziell versucht, in der Mitte zwischen beiden, zwischen Stadt und zwischen Arbeitsplatz, etwas zu finden. So in etwa. So, und da ging dann der Spaß los, da die Entscheidung fiel, Miete, die wir hätten mieten können, die in der Region gewesen wären, halbwegs zentral, waren zwischen 30 und 35.000. Jetzt rechnen wir den ganzen Spaß mal auf das Jahr hoch. Dann sind wir wie mal Daumen bei 30.000, würden wir im Jahr 360.000 Rubel bezahlen an Miete ohne Nebenkosten. Dann kommt noch Wasser, Abwasser, Strom, Gas, kommunale Obliegenheiten, Müll dazu. Naja, dann fiel die Entscheidung wirklich. Wir schauen mal, was es zu kaufen gibt. Auch da war die Suche wieder sehr langwierig, viele Telefonate. Wir hatten Häuser gefunden im Preissegment zwischen 500.000 und 2,95 Millionen. In einem groben Umkreis, ich sage mal Umkreis 100 Kilometer. Weil die Dimensionen sind ja anders, könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir haben es jetzt so, dass wir in die Stadt im Winter 1,5 Stunden brauchen, etwa bis eine Stunde, je nachdem. Im Sommer vielleicht 45 Minuten und auf Arbeit genauso, genau das gleiche. Wir sind genau dazwischen, also zentral, 50-50, ideal. Ja, das Häusl war ein Klicksfund. Das Angebot war gerade mal eine Stunde online im Portal. Dann habe ich es gefunden, angerufen, eine ältere nette Dame, hin und her telefoniert und dann kam die Entscheidung, wir sind sowieso in der Nähe. Das war gerade die Heimreise von der Dienstreise meiner Frau. Und da
haben wir uns getroffen in Krasnojarsk, sind zurückgefahren ein Stückchen und haben es uns sofort angeschaut. So, angeschaut, gesprochen mit der Dame, alles perfekt. Und dann kam es dazu, Bürokratie fertig machen, hat gedauert 2 Tage. Da mussten wir für eine Nacht im Hostel bleiben. In einen Tag alles vorbereitet, den zweiten Tag auf die Ämter. Bezahlt, fertig aus. Und das für einen Schnäppchenpreis. Normalerweise wäre das Haus so im Preissegment zwischen 700.000 und 800.000. Wie wir es geschafft haben, dass wir so einen gigantischen Rabatt bekommen haben und dass wir es für 300.000 bekommen haben, kann ich euch nicht erklären. Aber das Gespräch war von Anfang an sehr herzlich, ist in eine abgelegene, gottverlassene Gegend. Die Preise sind doch sowieso alle im Umfeld sehr niedrig, habe ich gesehen. Und das Angebot stand ursprünglich für 400.000 drin und wir haben es mit 300 bekommen. Aber die Bausubstanz an sich vom Haus ist wesentlich besser als was wir hatten in Bagdarin. Das einzige, ja, wie immer, Elektrik. Aber ist für mich kein Thema. Deswegen haben wir dann gesagt, für die 300.000 plus das bisschen nebenbei bezahlen, sind wir nach einem Jahr schon in einem ökonomischen Plus. So, und da wir keine Lust haben, dann jahrelang Miete zu bezahlen, wie ich das durchgerechnet habe, was ich an Investitionen in dem Haus machen müsste und was man Miete zahlen würde, sagen wir mal, es geht nach 2 Jahren wieder schief, bin ich immer noch weit im Plus in 2 Jahren mit unserem Lohn und allem drum und dran, als das, was mir in Kroatien passiert ist. Deswegen ist das die sichere Seite. Das Haus wird gekauft, es hat genug Land dazu, es gibt immer Schuppen und alles andere ist auch, was man braucht, ist vorhanden. Das kann ich später dann ein Video machen dazu, wenn ich angekommen bin. Und damit ist die Sache geritzt. Alles Paletti, jetzt fahre ich weiter. Eben bei den ganzen Telefonaten. Wir haben bei 40 Angeboten aufgehört zu zählen. Ich weiß noch ganz genau, in den 2 Monaten. Waren extrem viele dabei. Also Verkaufsmoral, Verkaufskultur in den wenigsten Fällen. Teilweise gar nicht geantwortet oder extrem spät oder unfreundlich sogar. 2 waren unfreundlich, ich weiß es noch sehr genau. Hat sich meine Frau ein bisschen aufgeregt und einmal ich. Ja, und der Glückshund, die ältere Dame, die war von Anfang an freundlich, herzlich, offen und hatte sich gewundert, dass eine deutsche Familie in das Dorf kommt. Naja, warum nicht? Wir haben dann unsere Geschichte erzählt, was, wieso, weshalb, warum. Und hat sie sich sehr gefreut, dass das Häuschen ihrer verstorbenen Mutti in gute Hände kommt. Das ist auch so ein Fall, wo ich sage, vielleicht hat die Verkäuferin sich gewünscht, dass das Haus in gute Hände kommt, weil sie erzählte uns, im Vorfeld waren schon 3 oder 4 potenzielle Käufer da, aber denen hat sie alle abgesagt. Die mochte sie nicht. Wie wir es geschafft haben, kann ich nicht sagen. Ob das nun der deutsche Modus ist oder weil wir Familie mit vielen Kindern sind, weiß ich nicht. Irgendwas war es für uns mit riesiger Glücksfall, das Häuschen zu bekommen. Bis später. So, mal schauen, ob ich noch ein bisschen Gegendstraße für euch aufnehmen kann, aber es ist langweilig. Es gibt wirklich nichts zu sehen. Seht selbst. Kilometerlang nur Straße, Straße, Straße. Viel Schnee. Gut, die Straße ist perfekt sauber. Der russische Straßendienst ist absolut top hier in der Gegend. Kann man nichts sagen. Ich bin auf der R254 Richtung Novosibirsk. Ja. Wald, Schnee, Straße. Und viele LKWs. Ohne Ende. Teilweise habe ich hier regelrecht eine Schlange, die mir entgegenkommt. Kurzes Ergänzungsvideoschnipsel, was mir eingefallen ist. Saisonarbeiter. Sehr beliebt ist bei den Saisonarbeitern im Winter, die gehen zum Winterdienst. Weil Winterdienst ist auch Saison. Die haben sozusagen im Jahr 2 Jobs. In der Hauptsaison ihren Hauptjob und im Winter machen die Winterdienst. Das ist ein normal bezahlter Job. Und die Kommunen und die Straßenaufsichten stellen die Leute zum Winteranfang ein, befristet, und dann am Winterende gehen die wieder auf den Hauptjob.
weil das ist mir gerade so eingefallen, weil ich unseren Winterdienst hier habe fahren sehen und damit wäre die Fragestellung, was arbeiten die Leute hier übers Jahr geklärt, hoffe ich zumindest. Und da gibt es noch eine Ergänzung, Jobs im Winter. Natürlich im Sommer, im Frühjahr, im Sommer, Herbst brauchst du die Heizung nicht. In vielen Dörfern, Gemeinden, Kommunen in Sibirien gibt es zentrale Heizhäuser. Die beheizen die administrativen Gebäude, Krankenhaus, Polizei, Feuerwehr und anderes und andere noch an angeschlossene Häuser. Es gibt hier auch Gemeinden, da sind private Häuser an zentrale Heizungen angeschlossen. Der oberirdisch verlegte Rohre, die dann isoliert sind. Habe ich selber an meinem Dorf gesehen, wo ich gelebt habe. Dort gab es 3 zentrale große Heizhäuser. Und dort gehen dann die Leute auch arbeiten, als Kohleschipper, als zum Holzhacken, zum Holz transportieren und zum Heizkessel befüllen. Heizungsüberwachung. Das machen die dann im Winter rund um die Uhr. Also das sind so 2 Jobs, die dann hier im Winter sehr beliebt sind. Und da stehen die auch Schlange um die Jobs, dass die bekommen. Das ist klar. Weil so viele Angebote gibt es da nicht. Und das sind die 2 Hauptsachen, die ich kenne. Heizhaus und Straßendienst. Mehr fällt mir jetzt auf Anhieb ehrlich gesagt auch nicht ein, was man im Winter machen kann. Es sei denn, man hat einen Ganzjahresjob, so wie ich gehabt habe. Ja, bevor wieder große Fragen aufkommen, das mit den Heizhäusern ist nur in abgelegenen Gebieten, die wirklich weit weg von der Zivilisation sind. So wie ich es in Boratien gehabt habe. Also wo die nächste Stadt 360, 370 Kilometer entfernt ist, wo es keine zentrale Gasleitung gibt. Da wird traditionell mit Holz und Kohle gefeuert. Weil es gibt einfach keine andere Möglichkeit. Der Strom wäre zu kostenintensiv und die Stromleitungen in diese abgelegenen Gebiete sind auch ausgelastet im Winter, als dass man könnte dann dort noch elektrisch heizen in ein großes Heizhaus. Funktioniert nicht, Leute. Deswegen sind dann diese Heizsysteme oder Heizhäuser, wie sie heißen, mit Kohle und mit Holz betrieben. Na klar, die Jobs im Sommer brauchst du die nicht. Das ist genauso Saisonarbeit wie im Sommer im Berg, im Tiefbau, im Wald. Und du hast hier saisonal immer verschiedene Angebote. Da gibt es auch Dorfschätz, Gemeindeschätz, regelrecht Arbeitsangebote, Schätz. Da muss ich sagen, da ist hier Russland sehr modern. Da braucht man sich nur einklinken in den Chat, in der Gemeinde, wo man sich befindet. Und dann kann man die Angebote lesen und man nimmt an oder nicht. Ein Arbeitsplätzemangel kann hier niemand klagen. Im Gegenteil. Es gibt mehr Arbeitsangebote, als was Leute verfügbar sind. Zumindest im Sommer. Im Winter ist das was andersrum. Im Winter gibt es weniger Arbeitsplätze, aber mehr freie Leute. Ich habe noch etwa 100 Kilometer bis zur Stadt Novosibirsk. Das Wetter schlägt langsam um. Es wird angenehm warm, nur noch minus 24 Grad. Sonne scheint, aber der Himmel wird langsam etwas trübe. Ich denke, es wird bald wieder ein Schneetreiben einsetzen. Das nur so zwischenrein. Wie gerade gesagt, zur aktuellen Wetterlage, Sonne scheint pur. Kann man nicht meckern. Ich hoffe, ich kann es einfangen für euch. Und der Himmel wird immer trüber, immer trüber. Und es fängt langsam an, so ganz leicht da auf der Kamera nicht sichtbare Schneekriesel zu kommen. Laut Wetterbericht fahre ich in eine Schneefront hinein. Mal schauen, was mich erwartet. So, was mal die Frage per Privatnachricht kam letzte Woche. Wie verdiene ich momentan mein Geld? Gar nicht. Wie denn auch? Ich hatte so viel zu tun. Wir mussten von den wenigen Reserven, die wir uns in Boratien noch angelegt und übrig hatten, Gott sei Dank, leben. Und am neuen Standort werde ich mich selbstständig machen, weil ich momentan meine deutschen Dokumente, Zeugnisse von der Schule, Facharbeiterurkunde, Technikerurkunde, also alles, was meine Ausbildung betrifft, die Zertifikate, eine Notifikation machen muss. Das bedeutet Anerkennung in Russland. Jetzt ist aber mein Problem, dass ich bei meiner Ausreise vor über 7 Jahren die nicht habe apostieren lassen. Wusste ich nicht. War ein großer Fehler.
sind nur teilweise beglaubigt, die Besetzungen beglaubigt, das reicht nicht. Als ich jetzt in der Zwickmühle bin, ich kann keinen offiziellen Arbeitsplatz annehmen, also nicht mehr im staatlichen Sektor. In Kroatien war es eine andere Geschichte, da war es ein riesen Notfall, dass sie überhaupt irgendeinen Elektriker hatten. Wie die das gemacht haben, weiß ich nicht. Die haben aber meine deutschen Papiere zähneknirschend anerkannt, was jetzt nicht mehr der Fall ist. Nach dem Jahreswechsel, dem 1.1.26, gibt es neue Gesetze. Das bedeutet, dass ich jetzt alle meine Dokumente zwar habe, mit beglaubigter notarieller Übersetzung, aber ohne Apostille. Und da habe ich nur eine Wahl. Ich werde im April nach Ufa fahren zurück. Ich muss sowieso fahren, weil ich noch einige andere Sachen zu erledigen habe. Und dort werde ich wahrscheinlich 2, 3 oder 4 Wochen, wir wissen es noch nicht genau, wie viele Wochen ich brauche, die Schulbank drücken und mein russisches Zertifikat als Elektriker Klasse 4 machen. Klasse 4 ist bis 1 kV, entspricht dem deutschen Elektromeister. Und die Prüfung ist auch nicht allzu schwer. Den Wortschatz, was Elektrik betrifft, habe ich mittlerweile drauf. Die Vorschriften in Russland unterscheiden sich nicht im Großen von in Europa, sodass die Kost teilweise ein bisschen lockere handhabt und an anderen Stellen andere Handhabung, aber es sind keine großen gravierenden Unterschiede. Also schwarz ist blau und grün ist gelb. Also daher mein dringender Ratschlag an diejenigen, die von euch noch mit dem Gedanken spielen und das wirklich umsetzen, auswandern, hier in schöne Russland, eure Facharbeiterzeugnisse, egal welche Ausbildungszeugnisse ihr habt, die ihr braucht, um hier arbeiten zu wollen, lasst die in jedem Fall apostieren, bevor ihr auswandert. Die Originale müssen apostiert sein, damit diese hier anerkannt werden. Ansonsten ist Schicht im Schacht, und ihr könnt es auch so machen wie ich, Freiberufler. Das mal als wichtiger Tipp für alle, die auswandern wollen, falls es noch welche gibt von euch. Ich bin sowieso hier und wer das wirklich durchzieht, Hut ab in der jetzigen Zeit. Viele Sachen sind schwieriger geworden als bei mir damals. Es gibt neue Gesetze, Verordnungen, hier ist einiges schärfer geworden. Einiges besser, einiges schärfer. Noch was ich gerade auf meinem Spickzettel gefunden habe. Eine Frage, die sehr oft kam. Matze, kann man mit Auto auswandern? Kann man sein Auto behalten in Russland? Prinzipiell ist das möglich. Ja, ich habe es nicht gemacht. Ich habe es versucht, ich wollte es, aber der bürokratische Aufwand dafür ist so enorm und es gibt so viele Fallen dabei, die man falsch machen kann, dass man am Ende einen gigantischen Minusbetrag macht, wenn man das wirklich versucht durchzuziehen. Im Freundesbekanntenkreis hier haben es die wenigsten geschafft, die ich kenne persönlich. Aber das Problem ist, wenn du einen Fehler machst bei der Einfuhr, zahlst du den Einfuhrzoll und der ist gigantisch. Der ist weit über dem Neupreis, was du mir noch an einem Auto kaufen könntest, im gleichen Alter, im gleichen Zustand. Deswegen ist meine private Meinung, Pfoten weg. Wenn ihr mit dem Auto auswandern wollt, okay, aber nach einem Jahr bringt das Auto zurück, abmelden, fertig, und kauft euch hier was. Und die Ersatzteilsituation ist sowieso, für alle westlichen Modelle ist nicht unbedingt so das Wahre. Deswegen fahre ich auch Lada. Da kriege ich überall und an jeder Ecke irgendwo Ersatzteile. Ja, Qualität hinher, mal schlecht, mal gut. Aber habe auch dazu gelernt, wo kaufe ich die. Deswegen mein Tipp, auswandern mit dem Auto, jetzt, nicht schon. Und auswandern mit dem Auto, ja. Aber wie gesagt, nach einem Jahr, unbedingt, bevor das Jahr abläuft, raus aus Russland und verkaufen. Nicht hier zum Ummelden. Läuft nicht. Ist so schwierig. Und vor allem, wenn man die russische Sprache nicht kann, dann müsste man einen Anwalt nehmen, kostet einen Haufen Geld. Und die Zeit und das Geld kann man sich sparen, da kann man sich hier auf dem freien Markt was kaufen. Es gibt so viele Angebote. Ist kein Problem. Ja, und dann die Frage zum Führerschein. Wer hier als Tourist herkommt. Soweit ich die neuen Regeln verstanden habe, als Tourist mit Touristenvisum, Privatvisum oder Geschäftsvisum oder was weiß ich, was es für alles für neue Visumsformen gibt,
bin ich nicht up to date. Laut meinen Informationen kann man mit dem europäischen Führerschein bis zu 6 Monate dann hier fahren. Danach, nach einer Aufenthaltsdauer über 6 Monaten, Examen abschließen, beziehungsweise wenn es dann noch die Regelung gibt und ihr ein RWP oder WNG beantragt habt, müsst ihr den Führerschein tauschen. Bis jetzt galt immer noch im alten Jahr, man kann ihn tauschen, kostenlos, PKW plus Anhängerführerschein, ohne Examen. LKW kann man auch tauschen, aber mit theoretischem Examen. Und dann ist es auch kein Problem, hier ein Auto zu kaufen. Das sollte man auch alles beachten, wenn man einen Plan hat und das durchzieht. Es ist alles ein wenig komplizierter geworden. Und nicht alles. Ein Teil wurde vereinfacht, ein Teil wurde komplizierter. Das ist immer so bei uns. Normal. Ja, wegen den 6 Monaten. Zumindest nach dem Erhalt des Aufenthaltstitels, egal welche Form ihr gewählt habt ihr eine kurze Zeit, den Führerschein zu tauschen. Ihr müsst. Weil wenn ihr mit dem internationalen oder mit dem europäischen oder deutschen fahrt, erkennt ihr nicht mehr an. Dann gibt es Strafe. Also das heißt, dann kommt ihr nicht mehr drum rum. Wer die Staatsbürgerschaft hier haben will, wer hier leben will, egal ob nur Aufenthaltstitel oder später Pass, der muss tauschen. Sagt, merkt euch das. Ich hatte da am Anfang auch so ein kleines Problemchen, aber ich hatte dann zum Glück schon die Papiere einstecken, dass ich das tauschen will. Dann hat man mir gesagt, ihr seid jetzt. Ich bin jetzt kurz vor der Stadt Novosibirsk, noch etwa 20 Kilometer, und das Wetter schlägt langsam immer weiter um. Laut meinem Wetterradar ist kurz hinter Novosibirsk eine dicke, fette Schneefront. Mal schauen, wie lustig das wird dort auf der Straße. Wer ist da? Spezielle Fragen beantworten nochmal. Ich musste mal mein Spielzettel durchgehen, was wichtig ist. Wie finde ich hier Arbeit? Wo finde ich Arbeit? Welche Arbeit gibt es? Arbeitsangebote gibt es ja von A bis Z. Alles. Es gibt Internetportale, Heathunter zum Beispiel. Hier sehr aktuell. Dann das Portal Joomla, Avito. Avito ist das Pendant zum deutschen eBay. Dort gibt es eigene Rubriken, Angebote, Dienstleistungen, Baudienstleistungen, Suchearbeit oder Bietearbeitsstellen. Gibt es in den verschiedensten Formen und Rubriken. Ist alles vorhanden. Dann gibt es in den Städten und Dörfern und Gemeinden eigene WhatsApp- und Telegram-Chats. So gab es bisher. Wird alles jetzt auf Max umgestellt bei uns. Da gibt es dann auch die, wie sagt man das, den Dorfchat. Da wo ich war, gab es 3 Rubriken. Wie ich gesagt habe, Dienstleistungen, wo alles angeboten wird. Dann Jobs. Dann war in der Abteilung der Rubrik Job, war wieder unterteilt. Ein Bietejob oder Suchejob. Und dann gab es noch eine allgemeine Rubrik, allgemeiner Dorfchat oder Stadtteilchat. Bei uns in Ufer, wo ich gelebt habe, in Tschattikowka, gab es auch mehrere Chats. In Tschattikowka gab es 10, 12, 13 Chats. Dort findest du alles, was du brauchst. Alle Dienstleistungen, alle Jobs, alle Jobangebote, was andere suchen, was aktuell ist. Also es ist absolut kein Problem, hier einen Job zu finden. Du musst nur selber mit dir vereinbaren, gefällt dir der Job, gefällt dir die Bezahlung, Arbeitszeit. Und dann los, antworten, anschreiben, anrufen, fertig, los geht's. Also Angebote an Jobs gibt es hier massig. Kein Ding, kein Thema. Das heißt, klipp und klar gesagt, wer hierher kommt und wer arbeiten will und doch Bock zum Arbeiten hat, der findet Arbeit, der findet den Job. Punkt. Ich bin jetzt durch Novosibirsk fast durch. Das heißt einmal außen drumherum auf der Ortsumgehungsstraße Novosibirsk, auf der nördlichen Umgehungsstraße, weil ich hatte keine Lust, durch die Stadt zu fahren, Stadtstau, einkaufen muss ich nicht, habe alles da, was ich brauche. Wenn ich einkaufen muss, kann ich das heute Abend machen in meinem Ziel. Mein Ziel für heute ist, die Stadt Kemerovo zu erreichen. Wenn ich es falsch ausspreche, ist mir egal, könnt ihr mich ganz verbessern. Ich kann es nicht besser. Und
Die Stadt ist in etwa 260 Kilometern erreicht. Ich denke, so in etwa 4 bis 4,5 Stunden bin ich da, weil allzu schnell fahren kann ich nicht. Ich bin echt mal neugierig, wie das Wetter wird, wenn ich aus Novosibirsk raus bin. Ganz kurz noch eine Sache, liebe Zuschauer. Mich würde interessieren, wie sehr euch diese Art von Reisebericht, Videos quer durch Russland interessieren. Ob das euch gefällt oder weniger. Über konstruktive und freundliche Kommentare würde ich mich freuen. Alle anderen werden ignoriert oder gelöscht. Zweitens, meine Fragenbeantwortung hier per Video. Gefällt euch das? Sollen wir das beibehalten oder sollen wir das anders machen? Würde mich auch über eure Kommentare darüber freuen. Und da haben wir mal ein Beispiel. Vor mir der neue Kleinbus. Kein Nummernschild, nagelneu. Der ist auf Transferfahrt zu seinem neuen Ziel. Das ist mal in Highlife seht. Bei dem KM stand hier 167.747 und knapp 16 Uhr, kurz vor Kemerovo. 80 Kilometer vor Kemerovo musste ich den Freund rauskramen, meinen Krokodil-Diagnosestecker. Mit dem Handy verbunden, das alte Problem, die beiden Bosch-Baugruppen, Luftmengenmassensensor und Drosselklappensteuerung haben ausgesetzt. Dann hat der Motor keine Leistung mehr und hat angefangen zu stottern und hinten raus zu furzen. Und das mag ich gar nicht. Und da ist meine Maßnahme immer anhalten, ausmachen, 10 Minuten warten, starten, alle Fehler löschen und dann läuft der Motor wieder rund nach dem zweiten Neustart. Das ist ein Temperaturproblem. Immer wenn es kälter wird als minus 28 Grad, minus 29, setzen die Baugruppen aus. Schlagt mich tot, ich weiß nicht, was das ist. Wir haben sie schon mal getauscht. Die getauschten haben dasselbe Problem. Dann habe ich die getauschten, die ich gekauft habe, wieder verkauft. Also die sind nicht kaputt, die haben nur ein Problem mit der russischen Kälte. Kemerovo erreicht. Ich bin jetzt auf einer russischen Autobahn. Und das heißt das hier so auch. Der Schnellstraße. 110 km/h erlaubt. Aber bei dem Straßenbelag möchte ich lieber nicht 110 km/h fahren. Ich fahre meine 80, das reicht so. Ich werde noch ein Stündchen fahren. Etwa Stunde, 1,5 Stunden, mal schauen. Wir haben es jetzt bei mir 18 Uhr. Weiter bis 19, 30, 20 Uhr. Mal schauen, wie ich durchhalte, wie ich Lust habe. Und dann ist Stopp für heute. Das ist die Autobahn. Das ist die nördliche Umgehungsstraße der Stadt Kemerovo. Und die ist aber wie eine deutsche Autobahn ausgebaut. Vierspurig mit Standstreifen und Asphalt auch vom Allerfeinsten. Das noch zur Ergänzung. Bevor ich wieder in Kommentaren böse beschimpft wird oder berichtigt wird. Es ist eine Umgehungsstraße, die als Schnellstraße ausgebaut ist. De facto wie eine deutsche Autobahn. Hurra, hurra, hurra! Für heute ist Feierabend. Pobjeda. Ziel erreicht. Gazprom-Tankstelle 35 Kilometer circa hinter der Stadt Kemerovo. Kitten haben Abendbrot geschnappert. Ich habe auch was gegessen. Auto ist vollgetankt. Kilometerstand 167.880. Und jetzt ist Feierabend. Eigentlich wollte ich noch den linken Scheinwerfer wechseln. Werkzeug habe ich ja mit. Aber das ist alles so festgefroren da vorne. Vielleicht habe ich morgen bei Tageslicht eine Chance. Jetzt verabschiede ich mich am 3. Tag von euch. Gute Nacht, Spokojnej noci.